Herr Dr. Thalheimer, im Universitätsklinikum Heidelberg haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Patient Blood Management sammeln können. Was hat sich in den letzten Jahren diesbezüglich in Ihrem Klinikum getan und welche Auswirkungen hat das gehabt? Gut, wir haben ja Patient Blood Management am Uniklinikum schon betrieben. Da kannten wir den Begriff in der Form noch gar nicht. Haben also sicher in den letzten 10 Jahren unsere Verbräuche an Erythrozytenkonzentraten beispielsweise um 30–40% reduziert. Und retrospektiv gesehen war das schon Patient Blood Management. Das waren viele kleine Einzelmaßnahmen, vor allem um Operationen herum. Und mit dem Aufkommen des Patient Blood Management als Struktur, als Begriff, wurden dann auch noch weitere Maßnahmen gestartet. Beispielsweise haben wir das perioperative Gerinnungsmanagement inklusive der Diagnostik, auch durch Investitionen in Geräte und durch neue Verfahrensanweisungen haben wir komplett überarbeitet, haben eine Anämieambulanz ganz konkret auch eingerichtet und damit ja schon einige wesentliche Bausteine des Patient Blood Management bedient. Aber man muss ganz klar sagen, die Anzahl Patienten, die wir gerne erreichen wollen, können wir mit unseren Strukturen noch nicht erreichen. Also da ist auch noch sehr viel Luft nach oben, was die Ausweitung dieser Maßnahmen angeht. Patient Blood Management ist augenblicklich sehr stark an das persönliche Engagement einzelner Mitarbeiter geknüpft. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit das PBM unabhängig von einzelnen Personen funktioniert? Patient Blood Management ist ein typisches Projekt, was gerade am Anfang in Krankenhäusern sehr stark vom Herzblut und vom persönlichen Engagement einzelner Mitarbeiter abhängt. Und in dem Moment, wo dieses Projekt an Größe und an Fahrt aufnimmt, muss es in die bestehenden Strukturen eingebunden werden. Und dafür gehören für mich dazu ganz klar, dass jeder Krankenhausvorstand, jede Geschäftsführung eines Krankenhauses dieses Projekt auch intensiv mitbegleitet und auch seinen leitenden Ärzten, Oberärzten mitgibt, dass dieses Projekt gewollt und auch unterstützt wird von der Krankenhausleitung, dass es andererseits in die bestehenden Routineprozesse eingebettet wird. Dazu gehören für mich die regelmäßigen ärztlichen und nichtärztlichen Fortbildungen, in denen das Thema allen Mitarbeitern auch intensiv vermittelt wird, aber genauso beispielsweise die Aufnahme in das monatliche Berichtswesen. Wir planen in Heidelberg ganz klar, dass wir Kennzahlen zum Patient Blood Management auch in unserem monatlichen Report mit aufnehmen, sodass die Klinikleitungen, die medizinisch Verantwortlichen auch immer eine unmittelbare Rückmeldung bekommen, was durch Patient Blood Management bei ihnen medizinisch, aber auch ökonomisch in der Abteilung passiert. Gibt es aus Ihrer Sicht überzeugende Argumente für Klinikbetreiber, Patient Blood Management als feste Größe im eigenen Haus zu implementieren? Es gibt im Prinzip ein riesiges und ganz wichtiges Argument, das ist die medizinische Notwendigkeit. Selbst wenn Patient Blood Management kein Geld sparen würde, was es nach meiner persönlichen Meinung am Ende tun wird, müsste jedes Krankenhaus ohne zu zögern Patient Blood Management einführen, weil die Evidenz, die medizinisch-wissenschaftliche Evidenz für den Vorteil der Patienten, für die Patientensicherheit überwältigend ist. Aber darüber hinaus kann man tatsächlich bei diesem Projekt, bei einem der wenigen, sagen, dass sie Gutes für die Patienten tun und gleichzeitig Geld sparen können als Krankenhaus. Nur mal den großen Posten der eingesparten Erythrozytenkonzentrate gezählt. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, wir haben etwa 40% unserer Erythrozytenkonzentrate in den letzten 7–8 Jahren eingespart, trotz steigender Fallzahl, steigender Leistungsmenge. Das heißt, es ist für jedes Krankenhaus völlig selbstverständlich, dass hier Kostensparpotenziale liegen, die gehoben werden können, um mal nur die ökonomische Facette dieses Projektes zu beleuchten.